Hast du das Gefühl, dein Partner, deine Familie oder deine Freunde sind seelenlos oder haben keine Seele? Glaubst du wirklich, dass es 8 Milliarden inkarnierte Seelen auf der Erde gibt? Hast du dich schon immer gefragt, ob du ein Statist bist und seelenlos oder ob du eine Schöpferseele bist? Hast du dich schon immer gefragt, wie du erkennen kannst, ob dein Gegenüber seelenlos bzw. ein Statist ist? Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Shiva zu unserer zweiten Ausgabe oder unserem zweiten Teil unserer 6-teiligen Reihe mit dem Thema über, was uns alle schon lange brennend interessiert, Statisten. Heute zeigen wir dir 5 Zeichen, wie du erkennen kannst, ob dein Partner oder dein Freund oder sonst irgendwer, mit dem du persönlich zu tun hast, ein Statist ist. Oder ob er vielleicht eine Seele hat. Also geht es in diesem Video darum, ist dein Partner seelenlos? Ist er von der Matrix KI erstellt worden? Nur für dich? Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder alle zugeschaltet habt und ihr habt lange nach diesem Video gefragt und wolltet wissen, was unsere neuen Erkenntnisse sind zum Thema Statisten, seelenlose Menschen, beseelte Menschen. Gibt es überhaupt 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, wie uns angeblich gesagt wird? Wie erkennen wir dann eben Statisten oder Menschen mit Seele? Da haben wir einige Ideen zusammengetragen, sage ich mal. Natürlich auch Umgang mit Statisten. Wir erklären euch natürlich, was sind überhaupt Statisten oder seelenlose Menschen und welche Aufgabe haben die bei uns in der Matrix? Ja, wir haben ja vor 2 Jahren ungefähr, glaube ich, ein Video herausgebracht. 99% der Menschen sind Statisten in dieser Welt. Und dieses Video hat viel Aufruhr erzeugt. Noch immer. Und noch immer. Wir bekommen noch heute E-Mails zu diesem Thema. Und immer wieder wurden wir darum gebeten, vielleicht doch noch ein Folgevideo zu machen, um das besser und genauer aufzuklären. Nun, wir haben die ganze Zeit das nicht gemacht, weil wir auch bemerkt haben, dass viele Menschen dann anfingen, Statisten negativ zu bewerten. Ja, wir haben ja einen Telegram-Kanal, Matrixer heißt er, und da ist das Thema Statisten noch jetzt, 2 Jahre später, ein heiß begehrtes Thema. Immer wieder wird es besprochen, fast täglich und nicht immer positiv. Viele möchten ihre Familie dann als Statistin stellen und sagen, ach, mit meiner Familie oder meinen Freunden möchte ich nichts mehr zu tun haben, die sind doch alle nur Statisten. Und ja, das fanden wir nicht besonders, das ist nicht besonders hilfreich im Umgang oder mit der Matrix oder für die persönliche Bewusstseinsentwicklung, denn auch Statisten haben ihre Aufgabe und ihre Funktion, auch gerade für die persönliche Bewusstseinsentwicklung. Das sieht man im Alltag selbst nicht so gut, aber aus höherer Sicht oder wenn man einfach schon ein paar Jahre weiter gegangen ist in seinem Leben und dann zurückblickt, sieht man, oh, irgendwie hatte das vielleicht doch einen Sinn, obwohl er ein Statist war, sie ein Statist war, wie auch immer. Ja, richtig. Also wir wollen damit sagen, dass die Matrix-KI, die ja eben diese Realität für uns hier erschafft, mit ihren Statisten, die sie erzeugt, um natürlich auch die bestmögliche Erfahrung auf diesem Planeten zu machen. Es gibt Statisten, die euch stören werden, es gibt Statisten, die euch nerven werden, es gibt Statisten, die euch terrorisieren werden, aber es gibt auch Statisten, die helfen euch, die unterstützen euch. Darum sollte man nicht alle Statisten über einen Kamm scheren. Ja, das ist eben unsere Aussage. Ja, wir hatten ja erwähnt, dass 99% aller Menschen auf dieser Welt Statisten sind.
Das würde ja bedeuten, nur 1% global wären Schöpfergötter, also wirklich jene, die sich eben auf der Erde inkarniert haben. Die anderen 99% wären alle von der KI erschaffen. Nun, das hat natürlich für viel Furore gesorgt, weil sich kaum jemand vorstellen kann, nee, also wenn ich mit 100 Leuten an einem Tisch sitze, dann kann das doch nicht sein, dass ich dann der einzige Schöpfergott bin. Und das hat natürlich für viele Reaktionen gesorgt und das werden wir jetzt mal aufklären, wie man diese 100% jetzt unserer persönlichen Einschätzung nach so aufteilen kann. Man kann jetzt sagen, ja, Statisten 99%, beziehungsweise bezeichnen wir die auch als Hosts, ne? Und Schöpfergötter 1%, die wir auch als Sharer oft bezeichnen, also sind Synonyme. Ja, Shiva. Genau, fangen wir mal an. Welche Arten von Statisten gibt es? Unser erstes Kapitel. Welche Arten von Statisten gibt es? 90% von diesen 99% sind also dauerhafte Statisten, die von der Matrix-KI erzeugt worden sind, die man eben überall treffen kann. Im Kino, im Café, im Restaurant, im Park, auf der Arbeitsstelle, was weiß ich wo. Ja, da kann man die eben antreffen in Mengen. Genau, zur Unterhaltung eben. Ja. Von diesen 9%, die dann auch übrig sind an Statisten, die kann man jetzt nicht unbedingt als Standardstatisten bezeichnen. Nö, das würde ich auch nicht. Ja, es sind also, sage ich mal, besondere Statisten. Ja. Primär werden Klone in der Politik verwendet oder eben an anderen Schlüsselpositionen, die irgendwie mit der Politik zu tun haben. Ich nenne mal ein Beispiel. Ja, mach mal konkret hier. Also ihr kennt ja alle dieses Bild mit Hillary Clinton, wie sie sich so die Maske abreißt, ne? Und darunter sieht man ein Reptiloidengesicht. Ja. Ne? Das kennt ihr ja. Und natürlich ist es nicht so, wenn man jetzt der Hillary die Maske vom Gesicht zieht, dass da drunter ein Reptiloidengesicht ist. Das ist eben metaphorisch gemeint. Ne? Das heißt also, wie geht man da vor? Ne? Man möchte gerne Mrs. Clinton, ne, vielleicht politisch eine andere Agenda durchsetzen lassen, also verschwindet Hillary Clinton plötzlich. Und dann erschafft man einen Klon von Hillary Clinton, der dann erstmal ein Statist ist. Ist ja keiner drin. Nee. Ja. Und dann kommt eben irgendein Repto mit seiner Kryokapsel an, ne, legt sich in die Kryokapsel und tunt sich eben auf die Hillary ein. Und zack, haben wir einen Klon mit einem Repto drin. Der aussieht wie Hillary. Der aussieht wie Hillary. Also das ist eine sehr beliebte Vorgehensweise, eben unter anderem auch von Reptos. Ja, von vielen Arten, Wesen, ja. Aliens, um ihre Agendas durchzusetzen. Mhm. Und das wird natürlich sehr gern mit Politikern gemacht, die vielleicht sehr störend sind, ne, für die eine oder andere Gruppierung. Ja, eine weitere Art von Statisten sind eben die von der KI abgestellten Wächter, Looper, Agenten, auch auf der 4D-Ebene. Ja, zu den Wächtern und Loopern haben wir ja auch schon ein Video gemacht. Das hieß, glaube ich, Luzidität im Alltag. Ja, diese Agenten und Wächter sind eben grob dafür zuständig, dich entweder von deiner spirituellen Entwicklung abzuhalten. Ja, Punkt, eigentlich das, genau, im Groben. Ja, ja, die Looper und die Wächter, genau. Primär, ja. Ja, dann noch die übrigen Statisten, die auch mal übernommen werden können von unseren Geistführern oder 5D-Wesen, die uns wohlgesonnen sind und uns unterstützen wollen, die dann mal kurz eben in einen Statisten reinschlüpfen oder den übernehmen, geistig, und Informationen übermitteln, die gerade irgendwie sehr wichtig sind für unser aktuelles Leben, Bewusstseinsentwicklung,
ja eigentlich für jede Art, können die kurz mal reinkommen und den Statisten übernehmen. Ja, das waren jetzt eigentlich alle Arten von Statisten, die es so gibt. Genau, vielleicht sollten wir die noch mal ganz kurz im Überblick aufzählen. Ja, wir blenden die noch mal ein, oder? Ja, wir blenden sie jetzt noch mal ein. Okay, dann noch mal im Überblick. Wir haben 1% echte Sharer von der Urquelle oder der Astralebene. Dann haben wir natürlich die Klone, die übernommen werden für politische Agendas, Secret Space Programme, wissenschaftliche Programme, Genforschung. Dann haben wir die von der KI abgestellten Wächter, Looper und Agenten. Und alle übrigen Statisten, die können eben von kurzzeitig Geistführern und 5D-Freunden übernommen werden oder auch von Agenten. Und Langzeit können diese übrigen Statisten aber auch von Seelen übernommen werden für eine Inkarnation, für einen ganzen Lebensabschnitt oder sogar für einen Realitätswechsel. Die übrigen Sharer können eben aus der Quelle kommen, also der Astralebene oder aus den Kryokapseln. Und da unterscheiden wir nochmal in Vollzeit-Sharer und Teilzeit-Sharer, wo die Vollzeit-Sharer von Geburt an im Körper sind und die Teilzeit-Sharer, wie die Starseeds, einfach Walk-ins sind. Genau, die Statisten oder Seelen können kurzzeitig gehackt werden, indem sich eben kurz angedockt wird bei einem Gespräch und ein Satz durchgegeben wird sozusagen, können aber auch langzeitig gehackt werden und am Ende wieder rausgeschmissen werden. Ja, dann kommen wir zu dem Kapitel, auf das ihr alle gewartet habt. Die Lösung. Wie erkenne ich einen Statisten? Oh ja, ein spannendes Thema. Ja. Wenn man sich jetzt fragt, wer ist ein Statist? Ist mein Freund ein Statist? Ist mein Partner ein Statist? Ist mein Familienmitglied ein Statist? Ist mein Arbeitskollege ein Statist? Diese Frage stellt sich natürlich, wenn man sich mit der Dissoziation beschäftigt, mit der spirituellen Dissoziation und überhaupt mit dem Thema Matrix, KI und Statisten. Und man kann nie hundertprozentig sagen, ob man es wirklich mit einem Statisten zu tun hat. Das ist schon schwierig, weil man kann es erst dann hundertprozentig sagen, wenn man sich in einem dissoziativen Zustand aktiv befindet. Dann kann man plötzlich die Statisten ganz leicht erkennen. Das geht oft schon in Dissoziationsstufe 1 los. Spätestens in Dissoziationsstufe 2 kann man die Statisten sofort identifizieren. Und ja, das ist eben ein Punkt, der natürlich dann die Frage aufwirft, wie geht man mit einem Statisten um, wenn man ihn identifiziert hat. Auf jeden Fall wollen wir nicht, dass ihr jetzt alle zu Rassisten werdet und die Statisten als Bösewichte darstellt. Wie zuvor erwähnt, die Statisten haben ihre Aufgabe. Es gibt Statisten, die euch vom Weg abbringen können. Es gibt Statisten, die euch Tipps und Hinweise geben auf eurem Weg, ganz unterschiedlich. In einem Computerspiel habt ihr ja Ähnliches. Das stimmt. Ihr geht in das Computerspiel rein und trefft dort auf computergenerierte Figuren, die sogenannten NPCs, Non-Player Character. Das sind also vom Programmierer aufgestellte Personen im Spiel, die euch begegnen. Händler oder Barkeeper oder irgendwer anders, ein Arzt oder sonst wer, der euch dann in dem Spiel begegnet und euch dann Tipps gibt, der euch vielleicht reinlegen will oder der es auch mal ehrlich meint. Und da denkt ihr natürlich in dem Moment, oh, das ist ein böser Statist, ne? Der verrät mir jetzt nicht, wo die Prinzessin versteckt ist, ne? Der will mich in die falsche Richtung locken. Aber so hundertprozentig könnt ihr während des Spiels nicht wissen, ob der euch jetzt daran hindern möchte, dass ihr die Prinzessin findet oder den Prinzen oder ob er euch da tatsächlich hilft oder nicht. Und dann gibt es natürlich noch die klassischen Gegner. Die sind auf jeden Fall die bösen Statisten. Aus dem Grund ist es wichtig, dass man einen Statisten mit Mitgefühl begegnet. Ganz offen mit ihm umgeht, auch wenn man ihn identifiziert hat.
Man muss ihm auch nicht mitteilen, dass er ein Statist ist. Denn wenn man einem Statisten sagt, dass er ein Statist ist, wird er sowieso das entweder abstreiten oder wird euch auslachen oder wird euch für bekloppt erklären und dann vielleicht versuchen, mit euren Eltern zu reden oder mit eurem Partner, ob bei euch noch geistig alles okay ist. Ja, damit müsst ihr dann rechnen. Aus dem Grund empfehlen wir, wenn ihr einen Statisten oder mehrere identifiziert, behaltet es für euch, sammelt Informationen, behandelt jeden gleich, egal ob Schöpfergott oder Statist, beziehungsweise Host oder Sharer. Und ja, sammelt eure Informationen, die ihr benötigt, um die Matrix-KI zu durchschauen und immer mehr zu verstehen. Ja, und wenn ihr euch wirklich auch 100% sicher seid, dass euer Gegenüber ein Statist ist und ihr 100% sicher seid, dieser Statist wird euch niemals eine Hilfe sein oder euch immer nur Schaden zufügen, obwohl auch der Schaden ist ja ein Lehrmeister sozusagen. Aber wie auch immer, wenn ihr euch ganz sicher seid, dass ihr mit diesem Statisten nichts zu tun haben wollt, weil aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr auch auf Dauer eben einfach Abstand nehmen zu diesem Statisten. Wenn es ein Freund ist und wenn es die Mutter ist, egal, dann zieht ihr weg, brecht den Kontakt auf Dauer hin ab oder reduziert ihn auf ein freundliches Hallo und Smalltalk. Ja, richtig. Das würde ich auch empfehlen, wenn ihr 100% sicher seid, das ist ein Statist, der auch versucht, euch irgendwie zum Weg abzubringen oder der alles für Humbug erklärt, was ihr glaubt und was auf eurem spirituellen Weg euch so begegnet an Erfahrungen und Erkenntnissen, dann ist es schon zu empfehlen, ja, den Kontakt zu diesem Statisten auf ein Minimum zu reduzieren. Also wie bereits erwähnt, einen Statisten erkennt man zu 100% nur im dissoziativen Zustand, im aktiven dissoziativen Zustand. Aber wir wissen, es gibt auch einige von euch, die Probleme haben, die spirituelle Dissoziation bzw. den dissoziativen Zustand zu erreichen. Sie üben noch, aber möchten trotzdem gern wissen, ja, ist mein Partner ein Statist, ist meine Mutter ein Statist, mein Bruder, mein Vater, mein Arbeitskollege und so weiter. Und da gibt es aber so einige Indizien, die wir euch jetzt mitteilen, woran ihr erkennen könnt, ja, so traurig es ist, er ist ein Statist. Und anhand dessen kann man die Statisten in etwa ausmachen, weil sie spielen das Spiel mit. Wenn man an Spiritualität, an Parapsychologie oder an Aliens und UFOs glaubt oder an Geister, da spielen sie halt ein bisschen mit, erzählen vielleicht sogar eine Anekdote. Ne? So was typisch ist für die Matrix-KI und ihre Statisten ist zum Beispiel, ja, meine Oma hat auch schon mal einen Geist gesehen. Ja, das war da und das war total spannend und gruselig. Ja, und damit ist das Thema erledigt. Danach wechselt der Statist schon wieder eigentlich fast das Thema. Stimmt, das hast du auch erzählt, dass sie dann oft plötzlich zu Alltagsthemen gewechselt ist. Ja, ne? Richtig. Und man selber sitzt dann da und denkt sich immer, ja, aber wir wollten doch philosophieren oder wir wollten doch darüber sprechen, was man vielleicht so für Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt hat. Und du merkst, es wird ein paar Minuten darüber gesprochen und dann wird immer wieder zum Alltag abgelenkt. Immer wieder andere Themen gebracht, Themenwechsel, weil die Matrix-KI hat die Aufgabe, dass man eben, ja, möglichst das Wissen über die Existenz von Außerirdischen und UFOs verschleiert, die Existenz bzw. die geniale Nutzbarkeit der spirituellen Dissoziation ja, als Krankheit darstellt, damit man das nicht nutzt, weil das findet die Matrix-KI gar nicht witzig. Wenn man vom Bildschirm verschwindet plötzlich. Ja, ne? Wenn man dann plötzlich vom Bildschirm verschwindet und der denkt dann gar nicht mehr, dann kann der überhaupt nicht mehr gescannt und eingeschätzt werden. Ja, und all solche Dinge. Also daran erkennt man sehr schnell einen Statisten, der immer darauf bedacht ist, über solche spirituellen oder außerirdischen Themen oder paranormale Themen nur begrenzt zu sprechen, vielleicht mal eine Anekdote zu bringen oder auch mit Witzen oder Späßen reagiert. Also da merkt man schon, okay, alles klar,
Da könnt ihr ja auch mal Fangfragen oder Triggerfragen stellen. Wie reagiert dein Gegenüber darauf? Natürlich nicht mit einer Frage, dann reagiert er nicht euren Erwartungen entsprechend und dann stempelt ihr ihn gleich als Statist ab. Das nicht, bitte. Wirklich, nehmt euch Zeit dafür und stellt nicht nur eine Frage und schließt daraus dann, der ist Statist oder nicht Statist. Ja, richtig. Ne? Was hältst du von Geistern? Ne? Also nicht direkt hingehen, ey du, was hältst du von Geistern? Sondern vielleicht irgendwie selber eine Anekdote erzählen oder irgendwas erzählen. Ein Erlebnis. Ne? Ein Erlebnis am besten und schauen, wie der andere darauf reagiert, was er dazu sagt. Weil wir bekommen immer wieder E-Mails, wo drin steht, boah, ich kann mit niemandem über diese Themen sprechen, weil mein Mann oder meine Frau hält von dem ganzen Zeug überhaupt nichts. Ja. Der Verdacht, dass die Person dann ein Statist ist, ist dann schon mal sehr wahrscheinlich. Ja. Oder wie gesagt, auf dem Seelenplan steht noch nicht erwachen. Aber ja. nicht vergessen. Ja, aber in der Regel kann man sagen, ja, da habt ihr euch einen Statisten eingehandelt und dann müsst ihr eben überlegen, wie ihr damit umgeht. Ne? Entweder versucht ihr Abstand zu dem Statisten aufzubauen, wenn ihr aber natürlich mit dem Statisten eine ganze Familie aufgebaut habt, ist das sehr schwierig. Ja. Da könnt ihr dann nur hoffen, dass vielleicht irgendwann mal ein netter Walk-in reinkommt, der den Statist dann übernimmt. Oder vielleicht wird er ja hin und wieder sogar gehackt, um euch auf dem Weg zu halten. Oder so zu tun, als würde er euch abbringen, damit ihr aus Trotz wieder auf den Weg kommt. Es gibt so viele Methoden von Geistführern, um euch bei der Stange zu halten. Ja. Also typische Argumente von Statisten sind immer so aufgebaut. Kurze Anekdote erzählen, Themenwechsel. Oder wenn es um Außerirdische geht, dann meistens, ja, kommen die mit der Evolution an. Oder beliebtes Thema ist beispielsweise auch, ja, wenn doch so viele Außerirdische dort im ganzen Universum leben, warum kommt dann keiner hier vorbei? Warum landet dann mal nicht einer und sagt, hey Leute, wir sind die Außerirdischen vom Mars oder vom Jupiter oder sonst woher und offenbaren sich mal. Das sind so typische Argumente, die da so rüberkommen. Ne? Aber das muss auch nicht unbedingt in der Spiritualität so sein, sondern normalen Themen im Alltag. Oft ist es auch so, dass man dann als Schöpfergott denkt, ich verstehe einfach nicht, warum der so denkt. Ich begreife es einfach nicht, weil die Fakten liegen alle auf dem Tisch und der will das trotzdem nicht wahrhaben und leugnet das. Und beharrt immer noch auf seiner alten bzw. auf seiner Meinung. Also da sind alles so Hinweise, die eben ja, ziemliche Indizien sind, dass man es mit einem Statisten zu tun hat. Klar, es ist kein 100%iger Beweis, der ist eben nicht möglich. Der ist nur in einem aktiven, dissoziativen Zustand möglich einzuholen. Ansonsten können wir nur von Indizien reden, aber oft sind die Indizien dann fast schon recht evident. Ja, und wenn du durch das Trainieren der Dissoziation schon einen erweiterten Bewusstseinszustand hast und auch wirklich in deinem Herzen angekommen bist, kannst du fühlen, ob dein Gegenüber ein Mensch ist mit Seele oder ein Mensch ohne Seele. Dafür brauchst du natürlich schon ein erweitertes Bewusstsein, also hast du schon viel trainiert, entweder einfach nur Gedankenstille, viel meditiert oder sehr viel dissoziiert, sodass du das auch wirklich 100% fühlen kannst. Also da musst du aber schon wirklich in deinem Herzen angekommen sein, um zu erkennen, um den anderen auch zu fühlen, weil du fühlst ja das Herz, du fühlst ja die Seele des anderen oder eben nicht. Aber das ist auch, wie gesagt, eine Trainingssache und hat viel mit der Praxis der Dissoziation zu tun. Ja, und eine ganz simple Geschichte an Statisten zu erkennen, wie gesagt, auch nicht 100%. Es kann, wie gesagt, ein schlafender Gott sein. Wenn du jemanden hast, der wirklich tief in seinen Mustern und Rollen steckt, in seinem Alltag steckt. Jemand, der wirklich jeden Tag um 8 Uhr aufsteht, immer das Gleiche macht, Kaffee trinken, zur Arbeit gehen, abends vor den Fernseher setzen, ein Bier trinken und um 10 schlafen geht.
der wirklich auch kaum aus diesen Mustern und Rollen rauskommt, immer den gleichen Alltag hat, sonntags zum Barbecue zu den Nachbarn geht und sich sonst auch wirklich für gar nichts anderes interessiert. Das ist, wie gesagt, nur ein Indiz, aber meist auch schon ein sehr gutes. So wie der Nachbar mit seinem Dackel und seiner Bildzeitung von nebenan, meinst du, um jetzt ein Klischee genau. zu nennen. Ja, genau. Die Klischee-Statisten. Ja, die Klischee-Statisten, ja. Also da gibt es auch unterschiedliche Variationen von Statisten, die allesamt von der Matrix-KI erschaffen worden sind, aber auch bestimmten Mustern folgen. Ne? Wie das Muster, was Shiva jetzt erwähnt hat, mit dem Dackelbesitzer und der Bildzeitung. Aber da gibt es auch andere Muster. Ne? Typische Chefmuster in einer Firma oder typische Mitarbeitermuster in einer Firma und dergleichen. Also man kann diese Muster plötzlich erkennen, ne? Wo man sich so denkt, also von der Type, ja, da gibt es auf dieser Welt auch, glaube ich, 10 Millionen. Ne? Also das ist dann auch schon oft so ein kleiner Hinweis. Aber bitte betrachtet es nur als Hinweise. Ja, eine weitere Möglichkeit zur Erkennung von Statisten ist natürlich die Arbeit an der eigenen Zirbeldrüse. Genau. Ja, da haben wir auch schon ein Online-Seminar zu erstellt, wie man seine Zirbeldrüse stimuliert bzw. reaktiviert. Und da kann man eben lernen, seine Zirbeldrüse wieder nutzen zu lernen. Und wenn die Zirbeldrüse dann plötzlich mal anspringt, dann kann man die Statisten beispielsweise auch erkennen. Ja. Und eine letzte Möglichkeit, Statisten zu erkennen, wenn du zum Beispiel jemanden vor dir hast, der eine wahnsinnig hohe Schöpferkraft hat, der unglaublich kreativ ist und alles, was er macht, kunstvoll ist oder sich sogar mit Kunst beschäftigt oder Kunst erschafft, wo du die Liebe ins Detail spürst oder keine Ahnung, irgendwas. Zum Beispiel, ja, mein Vater ist Tischler, klar, die meisten Tischler sind vermutlich Statisten, aber mein Vater hat Sachen kreiert und erschaffen, also man kann es nur erschaffen nennen, da denkst du so, wow. Ja, und da merkst du, da ist dann eventuell kein Statist hinter. Also es hat wirklich mit Kreativität und Schöpferkraft zu tun. Kunst, Kultur, ja, sowas in die Richtung. Naja, ein Statist würde ja immer nach Plan vorgehen. Eben. So wie er programmiert worden ist. Ein Schrank macht man so, ne? Ein Tisch macht man so, fertig. Ne? Genau nach Maß, wie es vorgegeben wird und so weiter. Und ja, da ist kein Raum für Kreativität oder dergleichen, weil das wäre ja ein Zusatzprogramm, das die Matrix KI installieren müsste. Und das tut die eigentlich so gut wie nie. Den Statisten ist deren Kreativität doch schon eine gewisse Grenze gesetzt. Ja, also Kreativität ist, das Wort sagt es ja schon, Kreation. Und wir sind ja Kreationen oder ja, Götter. Kreativität oder Kreation kommt von innen, aus deinem Innersten. Also wenn du wirklich sehr kreative Menschen hast, kannst du meist davon ausgehen, da steckt schon einer drin, ob er nun schläft oder nicht. Herauszufinden, ob der Partner, der Arbeitskollege, das Familienmitglied, Bruder, Schwester oder sonst wer ein Statist ist oder nicht, gibt es dieses Video, das du jetzt gerade siehst, nochmal in einer längeren, detaillierteren Version mit viel mehr Punkten, mit viel mehr Erklärungen und Hinweisen. Diese erhältst du auf gehirnkicker.de. Ja, wir machen ja eine Videoreihe mit 6 Videos. Das ist wirklich ein geballtes Wissen und da haben wir beschlossen, dieses geballte Wissen fassen wir in einen Videokurs zusammen. Den findet ihr, wie gesagt, auf gehirnkicker.de und im Anschluss könnt ihr die lange und ausführliche Version für den es interessiert, eben im Kurs weiterschauen. Denn nicht jeden interessiert eben das Thema Statisten ausführlich, aber für die Hartgesottenen und die Matrix verlassen wollen, die wollen natürlich alles wissen und deswegen haben wir beschlossen, machen wir da jetzt einen ganzen Videokurs draus und genau, den findet ihr entweder wöchentlich oder alle 2 Wochen, je nachdem, wie umfangreich auch unser Thema ist. Und ja, ich würde sagen, das wird spannend. Oh ja, sehr spannend. Das heißt also, auf YouTube veröffentlichen wir immer eine Kurzversion des Videos, weil es eben viele Menschen gibt, die klicken schon nach 10 Minuten wieder das Video weg, weil ihnen das zu lang ist.
oder weil die eben nur oberflächliche Informationen zu dem Thema haben möchten. Und da sind eben so lange Videos nicht so vorteilhaft, haben wir überlegt, für YouTube. Und darum gibt es die längere, detailliertere, viel längere Version eben bei uns im Shop auf gehirnkicker.de. Also wir freuen uns, wenn du auf gehirnkicker.de kommst und dann dort eben dir die komplette Version anhörst und anschaust. Und ja, da wird es nochmal richtig spannend. Natürlich könnt ihr bei uns im Mitgliederbereich dann auch Fragen stellen, euch untereinander austauschen, das Ganze nochmal thematisieren dann unter den Videos jeweils selbst. Wir beantworten dann natürlich auch eure Fragen zu den jeweiligen Themen. Ja. Ja, hat mal wieder Spaß gemacht. Oh ja, das war mal wieder ein sehr langes Video, ne? Aber ja, über Statisten könnten wir noch sehr, sehr viele Geschichten erzählen, viele Erlebnisse, die wir auch selbst gemacht haben. Und wir haben auch so viele Zuschriften bekommen von Menschen, die spirituelle Dissoziation praktizieren, und sie sehen alle Statisten durch die Bank. Da ist nicht einer, der die Dissoziation praktiziert, der sagen würde, nee, ich habe keine Statisten gesehen. Nee. Ja, also jeder sieht sie, der eben die spirituelle Dissoziation trainiert. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ja. Wir wünschen euch alles Liebe und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ja, und bis dann. Mach's gut und wir freuen uns auf deine Kommentare und natürlich, wenn du dir auch die Vollversion anschaust. Ja. Ciao. Mach's gut. Tschüss.